Hallo allerseits, willkommen zum dritten Teil des Bauberichts über den AEV-Club Schott Karl Gemmel im Maßstab 1:35. Im ersten und zweiten Teil haben wir jetzt den Panzer schon mal fertiggestellt und jetzt in diesem Teil werden wir uns um das Diorama kümmern. Das haben wir im ersten Teil schon so weit präpariert, wie ihr das hier sehen könnt. Das ist einmal eben diese Landstraße mit den Leitplanken, dann hier so eine Mülltonne und ein Straßenschild. Das Einzige, was ich jetzt in der Zwischenzeit schon erledigt habe, ist, dass ich das Straßenschild auf der Rückseite mal angemalt habe. Das ist aber eigentlich das Einzige. Das werden wir dann noch entsprechend altern, zusammen mit diesen anderen Gegenständen, die man da sehen kann. Zuallererst aber werden wir das Diorama, die Mülltonne und die Platte eben mit schwarzer Acrylfarbe grundieren und dann werden wir das Ganze weiter lackieren. Den Holzrahmen habe ich jetzt mal mit Tamiya-Tape abgeklebt, dann sieht es später ein bisschen ordentlicher aus. Jetzt werden wir die Straße lackieren mit verschiedenen Grautönen. Die Leitplanken bemale ich von Hand. Da fange ich jetzt erstmal mit den metallenen Planken an. Die bekommen einfach ein bisschen Farbe mit dem Pinsel. Da verwende ich jetzt Matt 91 Eisen dafür. Die Leitplanken möchte ich natürlich auch ein bisschen altern. Und da dachte ich mir, ich tupfe jetzt einfach verschiedene Metalltöne mit so einem Stück Schaumstoff einfach mal so unregelmäßig auf, so als, ich sag mal, Grundlage für die spätere Alterung. Ich könnte mir vorstellen, dass das recht gut funktioniert. Wichtig ist nur, dass die Farbe auf dem Schwamm relativ trocken ist, sonst kriegt man ziemlich große hässliche Flecken. Die Tupftechnik an den Leitplanken, das ist natürlich was, das ist ziemlich subtil. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, dann schaut euch mal eine Leitplanke aus der Nähe an. Die sind meistens ziemlich, ich sag mal, verranzt auch und selbst wenn sie neu sind, sehr, sehr fleckig. Also das habe ich eben versucht hier zu repräsentieren. Als nächstes setzt man von MIG das Dark Wash ein, damit die Straße und die Leitplanke ein bisschen
mehr Tiefe kriegen. Das Wash betont die Vertiefungen und gerade bei der Leitplanke gibt es dann noch so einen leichten Grauschleier, der eben ein bisschen auch die Alterung repräsentiert. Um das ein bisschen zu verdünnen, verwende ich von AK Interactive White Spirit. Das geht sehr gut mit dem MIG Dark Wash zusammen. Während das Diorama trocknet, machen wir mal mit den anderen Komponenten weiter. Ich habe jetzt hier die Mülltonne mit Patafix hier an so ein Stecken befestigt und grundiert ist das Ganze schon. Jetzt sprühe ich das Ganze mit dunkelgrauer Farbe an und dann werden wir mit Maskol und so ein bisschen gröbere Lackschäden produzieren. Wie schon gesagt, fürs Chipping nehmen wir Humbrol Maskol und ein Stückchen Schaumstoff. Und jetzt benetze ich mal den Schaumstoff ein bisschen mit Maskol. Ungefähr so, vielleicht ein bisschen viel. So, und jetzt tupft man das einfach willkürlich aufs Modell auf. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Möglichst zufällig. Je zufälliger, desto besser. Das Maskol trocknet sehr schnell, das bedeutet, man kann mehr oder weniger sofort mit dem nächsten Farbauftrag fortfahren. Ich habe jetzt ein bisschen blaue Farbe aufgehellt mit Weiß. Und da sprühe ich jetzt den Container ein. Nachdem die Farbe dann trocknen konnte, kann man das Maskol dann wieder runterkratzen. Das geht einmal hier mit dem Pinsel recht gut. So in der Art. Man kann aber auch mit dem Finger so das runterrubbeln. Hauptsache man entfernt es wieder. Das geht eigentlich immer recht gut ab. Diese Chipping-Technik kann man für alles Mögliche verwenden, wo man starke Lackschäden braucht. Ich verwende es gerne für Fahrzeuge mit Wintertarnung oder für Fahrzeuge vom Afrika-Korps. Da kommt es besonders gut zur Geltung. Nun können wir auf die Mülltonne und das Straßenschild ein Wash auftragen. Da verwende ich wieder von MIG das Dark Wash.
Mülltonne möchte ich dann noch ein bisschen mehr altern, und zwar mit Rostflecken und Rostspuren. Dazu verwende ich von MIG die Streaking Effects. Das ist so eine braune, ja, mal sagen, Emaille-Farbe. Und die kann man da recht gut verwenden dafür. Man sucht sich da einfach ein paar schöne Stellen aus, wo das gut funktioniert. Zum Beispiel jetzt hier oben könnte so eine Rostspur sein. Ich mache einfach so einen kleinen Punkt hin, nehme dann so einen Q-Tip und verwischt es einfach nach unten. Sehr einfach und effektiv. Kann man auch hier sowas machen. Solche Rostspuren entstehen dadurch, wenn blankes Metall offen liegt und ja, der Regen da drauf kommt und das Wasser abläuft, und dadurch wird eben das Metall oxidiert und der Rost, der wird so mit ausgewaschen. Kann man auch an Panzerfahrzeugen beobachten, nicht nur bei Mülltonnen. Das ist eine recht spaßige Methode, und so eine Mülltonne ist eigentlich ein ziemlich gutes Objekt, um sowas eigentlich zu üben, weil man es eigentlich kaum übertreiben kann. Kann eigentlich nichts schief gehen. Bei dem Panzermodell sieht es halt leicht übertrieben aus. Jetzt können wir den Bereich neben der Straße gestalten. Dazu verwende ich schlicht und einfach Gartenerde. Habe ich einfach aus dem Gewächshäuschen bei uns rausgegraben, ein bisschen zerkleinert, und das fülle ich jetzt hier mal ein bisschen was ein in diese Schale, füge ein bisschen Holzleim hinzu. Und dann wird das Ganze mit Wasser vermischt. Das ist eine Technik, die kann man für die meisten Dioramen verwenden. Man kann es auch verwenden zum Verschmutzen von Modellen. Ich habe zum Beispiel schon öfter Modelle gebaut, bei denen ich komplett auf den Gebrauch von Pigmente verzichtet habe und es mit Gartenerde und so weiter erreicht habe. Das geht ziemlich gut. Ich finde eigentlich Pigmente an und für sich sind ziemlich überbewertet. Man kann eine Menge schon mit der Erde erreichen. Wenn ihr euch noch an die Technik erinnert von dem Schottcal, wo ich den mit Pigmenten eingestaubt habe, funktioniert mit der Erde auch. Zwar, ich sag mal, ist ein bisschen gröber das Ergebnis, aber es ist im Prinzip dieselbe Vorgehensweise. So wie ihr sehen könnt, die Mischung ist ziemlich dünnflüssig, aber das tut gar nichts zur Sache. Brauchen wir ja auch nicht so dick zu haben, weil hier ist auch schon Farbe drauf. Da scheint eigentlich nichts durch, außer die schwarze Farbe. Das tut uns eigentlich relativ wenig. So, jetzt trage ich das einfach mit einem Pinsel auf. In die noch feuchte Oberfläche streue ich dann trockene Erde rein. Das ist dieselbe Erde, die wir da vorher schon verwendet haben. Und es
deckt dann noch alles zu. Bleibt da dann auch schön kleben. Und es erzeugt dann eine realistische Oberfläche. Wenn man das nicht macht, finde ich, sieht es ziemlich unrealistisch aus. Beziehungsweise es sieht aus wie feuchter Schlamm, weil es einfach dann diese flüssige Struktur behält. Wenn ich jetzt was Trockenes drauf streue, dann sieht es aus wie eine richtige trockene Erdoberfläche. Also Erde ist eigentlich unheimlich vielseitig für Dioramenbau. Ist viel besser wie Pigmente oder so. Das wäre auch ein bisschen teuer auf die Dauer, denke ich. Für die Aufgabe würde ich auf keinen Fall Sand nehmen. Sand gibt keine gute Erde ab in dem Maßstab. Sand ist gut, wenn man Sand darstellen will, für Nordafrika-Dioramen oder so. Aber für sowas nicht geeignet. Und der Libanon an sich ist jetzt auch keine Wüste. Das ist ich sag mal, vom Klima ganz normal, wie man das im Mittelmeerraum eben kennt. In die noch feuchte Oberfläche können wir dann auch noch Gras reindrücken. Ich weiß jetzt nicht, von welchem Hersteller das ist. Das sind auf jeden Fall so schöne Grasbüschel, die auf so einer Folie kleben. Und die kann man da ziemlich gut für verwenden. Man kann jetzt zum Beispiel noch ein bisschen Holzleim nehmen. Wenn die Oberfläche ein bisschen zu trocken ist, und den Grasbüschel da ein bisschen unten mit einschmieren, dann hält es einfach besser. Aber hier ist gut. Und dann gut andrücken, damit nicht irgendwelche Ecken abstehen bleiben. Das sieht nicht so gut aus, wenn da das Gras zum Schweben anfängt. So sieht es dann aus, wenn es getrocknet ist. Ich habe jetzt das Maskierband entfernt, als es so halbtrocken war, weil ich nicht das Risiko eingehen wollte, dass ich es nicht mehr abbekomme, weil doch der Holzleim eine ziemliche Klebekraft hat. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal neu abgeklebt. Relevant ist es jetzt nämlich hauptsächlich für die Straße. Da werden wir jetzt das auch noch verstauben und dann nehmen wir einfach den Rest, den wir noch von vorhin hatten, nur etwas stärker verdünnt, und das tragen wir jetzt eigentlich wie ein Wash eigentlich auf. Und das ist dann eben die bereits angesprochene Technik, mit der man auch Modelle, ich sag mal, relativ stark verschmutzen kann, wenn man das will. Eine gute Alternative zu Pigmenten.
Den Rand habe ich dann noch schwarz bemalt, dann setzt sich das ein bisschen ab und sieht einfach ein bisschen edler aus. Man kann auch dunkelbraun nehmen oder welche Farbe einem auch immer zusagt. Jetzt können wir das Ganze abschließen. Jetzt kommt alles zusammen. Ich klebe jetzt die zwei Figuren auf und den Panzer. Dazu verwende ich wieder Holzleim. Das ist gut, sollte man in ein paar Jahren mal in Erwägung ziehen, das Diorama irgendwie auszuschlachten. Der Holzleim, ja, den kann man mit Wasser ein bisschen einweichen und dann alles ablösen. Aber für den Moment bietet es auf jeden Fall genügend Stabilität, dass man es transportieren kann, dass alles beisammen bleibt. Das ist eigentlich ein großer Vorteil, den ich am Holzleim immer sehr schätze. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende des Bauberichts. Ich bin auf jeden Fall ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis, wenn man es so nennen will. Ich meine, es ist ja hier kein Wettbewerb oder so. Ist eigentlich so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe in etwa. Ist halt jetzt keine Autobahn mehr, ist eher so eine Landstraße oder so, aber das spielt ja keine Rolle. Dennoch interessant. Man hätte jetzt auch den Teerbelag anders herstellen können. Aber es hat sich eben gerade so ergeben und ich fand es jetzt auch nicht wirklich unpraktisch. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr konntet jetzt was Neues lernen. Mir hat es Spaß gemacht, mal was aus der modernen Ära zu bauen. Das ist jetzt auch nicht allzu unterschiedlich. Mich stört bloß bei modernen Fahrzeugen das mit dem Altern immer ein bisschen, dass man da doch recht eingeschränkt ist, es sei denn, man baut was, ich sag mal, welche sowjetischen Fahrzeuge, die irgendwo in aller Welt eingesetzt werden, irgendwo in Somalia oder sonst wo, oder eben ja, die israelischen Streitkräfte, da kann man auch ein bisschen altern. Das macht das Thema dann doch wieder interessant. Das fehlt mir sonst doch ziemlich. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt folgen noch ein paar Detailbilder. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.